Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den stillen Ruinen des heutigen Irak, unter Schichten von Sand und Zeit, liegt ein Echo. Kein Echo von Stimmen oder Schlachten, sondern von Zahlen. Ein Zahlensystem, so fremdartig und doch so vertraut, dass es die Grundlage unserer eigenen Zeitmessung bildet. Wie konnte eine Zivilisation vor über 5000 Jahren ein mathematisches Konzept entwickeln, das so elegant und beständig ist, dass jede Minute und jede Sekunde unseres modernen Lebens davon geprägt wird? Das ist das eigentliche Mysterium, das in den Keilschrifttafeln der Sumerer verborgen liegt. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Alltags verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise, nicht nur über Kontinente, sondern auch durch die Zeit in die Morgendämmerung unseres intellektuellen Erwachens. Unsere Geschichte beginnt nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem leisen Rascheln, dem Geräusch von trockenem Lehm, der nach Jahrtausenden wieder das Licht der Welt erblickt. Stellen Sie sich die Wüsten des heutigen Irak im 19. Jahrhundert vor. Archäologen, Abenteurer und Gelehrte graben im Sand und fördern seltsame, keilförmig beschriebene Tontafeln zutage. Zunächst glaubt man, nur Königslisten, Mythen und Handelsverträge gefunden zu haben, die alltägliche Buchhaltung einer längst vergangenen Welt. Doch unter den Tausenden von Tafeln, die in die Museen Europas gebracht wurden, verbarg sich ein viel tieferes Geheimnis. Gelehrte wie der deutsch-amerikanische Assyriologe Hermann Hilprecht saßen in den stillen, staubigen Archiven, umgeben von Regalen voller unentzifferter Fragmente. Bei Kerzenlicht beugten sie sich über die Tafeln und begannen Muster zu erkennen, die über einfache Zählungen hinausgingen. Sie fanden Multiplikationstabellen, Listen von Quadratwurzeln, sogar Lösungen für quadratische und kubische Gleichungen. Es war ein Moment stiller Offenbarung. Dies waren nicht nur die Aufzeichnungen von Händlern. Es war das Werk von Mathematikern, Astronomen und Ingenieuren. Die Keilschrift, einst als rein deskriptiv angesehen, offenbarte eine komplexe numerische Sprache. Eine ganze mathematische Welt, die über 3000 Jahre lang im Sand geschlummert hatte, begann zu flüstern. Die Entzifferung dieser Tafeln, insbesondere durch Pioniere wie Otto Neugebauer im 20. Jahrhundert, war wie die Entdeckung eines intellektuellen Atlantis. Man erkannte, dass viele Konzepte, die man den alten Griechen zugeschrieben hatte, ihre Wurzeln in diesem noch älteren mesopotamischen Boden hatten. Die vergessene Mathematik der Sumerer und ihrer Nachfolger, der Babylonier, war wiederentdeckt worden. Sie war fremdartig, basierte auf einem System, das uns heute unhandlich erscheint, und doch war sie von einer erstaunlichen Präzision und Eleganz. Diese Tafeln sind unsere einzige Verbindung zu diesen brillanten Köpfen. Sie sind stille Zeugen einer Zeit, in der die Menschheit zum ersten Mal begann, das Universum nicht nur zu beschreiben, sondern es zu berechnen. Um diese wiederentdeckte Mathematik zu verstehen, müssen wir ihre Heimat verstehen. Reisen wir zurück, etwa 5000 Jahre vor unsere Zeit, in das Land, das die Griechen Mesopotamien nannten, das Land zwischen den Flüssen. Hier, im fruchtbaren Halbmond zwischen Euphrat und Tigris, geschah etwas Einzigartiges. Die nomadischen Völker wurden sesshaft. Aus kleinen Dörfern wuchsen die ersten Städte der Welt. Uruk, Ur, Eridu,
Dies war das Reich der Sumerer. Die Entstehung von Städten war eine Revolution, die alles veränderte. Sie brachte eine Komplexität mit sich, die die menschliche Erinnerung allein nicht mehr bewältigen konnte. Stellen Sie sich einen sumerischen Priesterkönig vor, der auf der Spitze einer gewaltigen Zikkurat steht, einer Stufenpyramide, die dem Himmel entgegenstrebt. Unter ihm erstreckt sich die Stadt, ein Labyrinth aus Lehmziegelhäusern, durchzogen von Kanälen, die das lebensspendende Wasser der Flüsse auf die Felder leiten. Er ist nicht nur spiritueller Führer, sondern auch der oberste Verwalter. Er muss wissen, wie viel Getreide in den Speichern lagert, um sein Volk durch den trockenen Sommer zu bringen. Er muss die Felder gerecht verteilen und die Ernteerträge besteuern. Er muss die Arbeit tausender Menschen koordinieren, die die Kanäle instand halten und die Tempel errichten. Für all das braucht er Zahlen. Die Mathematik der Sumerer wurde nicht aus philosophischer Neugier geboren, sondern aus purer Notwendigkeit. Sie war das Betriebssystem der ersten Zivilisation. Die Schrift, die berühmte Keilschrift, entstand Hand in Hand mit den Zahlen. Die ersten Schriftzeichen waren oft Piktogramme für Waren, ein Kornähre, ein Krug Bier, gefolgt von Zahlzeichen, die die Menge angaben. Es war die Sprache der Bürokratie, das Werkzeug der Macht. Ackerland musste vermessen werden, was Geometrie erforderte. Die Bewegung der Sterne musste verfolgt werden, um den Kalender für die Aussaat und Ernte zu bestimmen, was Astronomie und komplexe Berechnungen nötig machte. Die Konstruktion der monumentalen Zikkurate erforderte ein tiefes Verständnis von Winkeln und Verhältnissen. In diesem Schmelztiegel aus landwirtschaftlichem Überschuss, urbanem Leben und administrativer Notwendigkeit wurde die Zahl zu mehr als nur einem Zählstrich im Sand. Sie wurde zu einem abstrakten Konzept, einem Werkzeug, mit dem man die Welt nicht nur verwalten, sondern auch verstehen konnte. Als die Gelehrten die mathematischen Tafeln der Sumerer und Babylonier entzifferten, stießen sie auf ein System, das auf den ersten Blick verblüffend und unnötig kompliziert wirkte. Während die meisten Kulturen, einschließlich unserer eigenen, ein Dezimalsystem entwickelten, das auf der Zahl 10 basiert, zweifellos inspiriert von unseren 10 Fingern, hatten die Mesopotamier eine andere, weitaus kühnere Wahl getroffen. Ihre gesamte höhere Mathematik basierte auf der Zahl 60. Wir nennen es das Sexagesimalsystem. Warum um alles in der Welt 60? Eine Basis von 10 Symbolen ist überschaubar. Eine Basis von 60 verschiedenen Ziffern wäre ein Albtraum gewesen. Doch die Sumerer waren clever. Sie kombinierten ein System auf der Basis 10 mit einem auf der Basis 6, um ihre Zahlen zu bilden. Aber die fundamentale Gruppierungseinheit war die 60. Ein Relikt davon hat bis heute in unserem Alltag überlebt, still und unbemerkt. Wir teilen die Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60 Sekunden. Wir teilen den Kreis in 360 Grad, also 6 mal 60. Dies sind keine Zufälle. Es sind direkte Erben der sumerischen Mathematik. Das Rätsel löst sich auf, wenn man die Stärken der Zahl 60 betrachtet. Ihr entscheidender Vorteil liegt in ihrer Teilbarkeit. Die Zahl 10 ist nur durch 1, 2, 5 und 10 glatt teilbar. Die Zahl 60 hingegen ist ein mathematisches Wunderwerk. Sie ist teilbar durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 und 60. Diese hohe Anzahl an Teilern machte das Rechnen mit Brüchen unglaublich elegant und praktisch. In einer Welt ohne Taschenrechner, in der Getreideration, Landflächen oder Baumaterialien ständig geteilt werden mussten, war ein System, das unschöne Dezimalbrüche vermied, ein gewaltiger Vorteil. Ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel.
All diese alltäglichen Brüche konnten als ganze Zahlen in der nächst kleineren Einheit ausgedrückt werden. Das Sexagesimalsystem war also keine zufällige, seltsame Laune. Es war eine bewusste und brillante Ingenieursleistung. Ein Rechensystem, das perfekt auf die praktischen Bedürfnisse von Handel, Bauwesen und Astronomie zugeschnitten war. Es war ein System, das für die Division geschaffen wurde, in einer Zivilisation, die auf der gerechten Verteilung von Ressourcen aufgebaut war. Die Eleganz und Nützlichkeit des Sexagesimalsystems ist unbestreitbar. Doch die Frage, die Historiker und Mathematiker gleichermaßen fasziniert, bleibt: Wie kamen die Sumerer darauf? Es gibt keine Tontafel, die uns den Moment der Erleuchtung beschreibt, keine Inschrift eines unbekannten Genies. Wir sind auf plausible Theorien angewiesen, die versuchen, diesen intellektuellen Sprung zu rekonstruieren. Die heute am weitesten verbreitete und vielleicht eleganteste Theorie hat mit etwas zu tun, das die Sumerer immer bei sich trugen: ihren Händen. Betrachten Sie Ihre eigene Hand. Strecken Sie die 4 Finger aus, aber lassen Sie den Daumen frei. Jeder dieser 4 Finger hat 3 Gelenkglieder. Nun können Sie mit der Spitze Ihres Daumens jedes dieser Glieder einzeln antippen. 3 Glieder pro Finger mal 4 Finger ergibt 12. So konnten die Sumerer mit einer Hand bis 12 zählen. Was macht man nun mit der anderen Hand? Jeder ihrer 5 Finger konnte eine abgeschlossene Zählung bis 12 markieren. Wenn man also den ersten 12er-Block durchgezählt hat, streckt man einen Finger der zweiten Hand aus, beim zweiten 12er-Block den zweiten Finger und so weiter. 5 Finger an der zweiten Hand, die jeweils einen Wert von 12 repräsentieren, ergeben eine Gesamtsumme von 5 mal 12, also 60. Dies ist eine faszinierend körperliche, fast kinästhetische Erklärung für die Entstehung eines so abstrakten Systems. Eine weitere Theorie postuliert eine Verschmelzung zweier älterer Zahlensysteme. Es ist möglich, dass 2 verschiedene Völker mit unterschiedlichen Systemen aufeinandertrafen. Das eine Volk zählte vielleicht in einem Dezimalsystem basierend auf 10 Fingern, während das andere ein System auf der Basis 6 verwendete, dessen Ursprung unklarer ist. Vielleicht hatte es astronomische oder mystische Gründe. Die Kombination dieser beiden Systeme, 6 mal 10, hätte dann zur Basis 60 geführt. Eine dritte Hypothese blickt zu den Sternen. Die Sumerer waren akribische Beobachter des Himmels. Sie stellten fest, dass ein Jahr ungefähr 360 Tage dauert. Die Zahl 360, also 6 mal 60, ist ein zentraler Wert in der Himmelsgeometrie. Vielleicht wurde die Zahl 60 als fundamentaler Baustein des Kosmos angesehen und deshalb zur Grundlage ihrer Mathematik gemacht. Wir werden es vielleicht nie mit letzter Sicherheit wissen. Der wahre Ursprung liegt im Dunkel der Vorgeschichte verborgen. Doch jede dieser Theorien zeigt, dass dieses System tief in der menschlichen Erfahrung verwurzelt war. Sei es in der Anatomie unserer Hände, der Dynamik der Kultur oder unserem ewigen Bestreben, die Ordnung des Kosmos zu verstehen. Lassen Sie uns nun tiefer in die Materie eintauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sahen diese Zahlen aus, die eine Zivilisation trugen? Die Antwort liegt im feuchten Ton Mesopotamiens und im schilfartigen Griffel, dem Stylus, den die Schreiber führten. Die sumerische Zahlenschrift, die Keilschrift, ist ein Wunder an Effizienz und Einfachheit. Anstatt Dutzende komplexer Symbole zu erfinden, wie es die Ägypter mit ihren Hieroglyphen taten, benötigten die Sumerer im Grunde nur 2 grundlegende Zeichen, um jede Zahl bis 59 darzustellen. Das erste Zeichen war ein einfacher,
senkrechter Keil, der durch einen geraden Druck des Griffels in den Ton entstand. Dieser Keil repräsentierte die 1. Für die 2 drückte man 2 Keile nebeneinander, für die 3 3 und so weiter, bis zur 9. Für die 10 änderte der Schreiber die Ausrichtung seines Werkzeugs. Er drückte die Ecke des Griffels seitlich in den Ton, was einen breiteren, pfeilspitzenartigen Keil oder eine Kerbe erzeugte. Dieses Zeichen stand für die 10. Um nun eine Zahl wie 23 zu schreiben, kombinierte man diese beiden Symbole in einem additiven Verfahren. Man würde 2 Zehnerkeile und 3 Einerkeile eindrücken. Das System war elegant und intuitiv. Es war ein direktes Abbild des Zählens, in Ton verewigt. Jeder Keil, jede Kerbe war eine physische Manifestation einer Menge. Diese Methode war nicht nur leicht zu erlernen und schnell zu schreiben, sondern auch bemerkenswert robust. Einmal in den Ton gedrückt und in der Sonne gebrannt, wurden diese Zahlenaufzeichnungen zu dauerhaften Dokumenten, die Jahrtausende überdauern konnten. Sie waren feuerfest, wasserbeständig und weitaus haltbarer als Papyrus oder Pergament. In diesen einfachen Formen, dem schmalen Keil für die 1 und dem breiten Keil für die 10, liegt die Grundlage einer mathematischen Tradition, die die Welt verändern sollte. Es ist die Anatomie eines Gedankens, die physische Form einer abstrakten Idee, die es uns heute noch erlaubt, die Berechnungen unserer ältesten Vorfahren nachzuvollziehen. Die Kombination von Keilen und Kerben zur Darstellung von Zahlen bis 59 war an sich schon genial. Doch der wahre intellektuelle Durchbruch, die stille Revolution, die sich in den Schreibstuben Mesopotamiens vollzog, war die Entwicklung eines Stellenwertsystems. Wir nehmen dieses Konzept heute als selbstverständlich hin. Wenn wir die Zahl 555 schreiben, wissen wir instinktiv, dass die erste 5 für 500 steht, die zweite für 50 und die dritte für 5. Der Wert einer Ziffer hängt von ihrer Position ab. Diese Idee ist das Fundament unserer gesamten modernen Mathematik. Lange Zeit schrieb die Geschichtsschreibung diese monumentale Erfindung den indischen Mathematikern des 7. Jahrhunderts nach Christus zu, von wo aus sie über die arabische Welt nach Europa gelangte. Doch die archäologischen Funde aus Mesopotamien erzählen eine andere Geschichte. Bereits um 2000 vor Christus, fast 3000 Jahre früher, nutzten die Babylonier, die Erben der Sumerer, ein voll entwickeltes sexagesimales Stellenwertsystem. Ein einzelner Keil für die 1 konnte in der rechten Spalte 1 bedeuten, in der Spalte links daneben 60 und in der nächsten Spalte 3600, also 60 mal 60. Es war ein System von atemberaubender Eleganz und Macht. Es ermöglichte die Darstellung unvorstellbar großer Zahlen mit denselben einfachen Symbolen. Allerdings hatte dieses frühe System eine entscheidende Schwäche. Es fehlte ein Symbol für die 0. Wenn eine Stelle leer war, ließen die Schreiber einfach eine Lücke. Dies konnte zu Mehrdeutigkeiten führen. Konnte eine Lücke zwischen einem Keil für die 2 und einem für die 4 bedeuten, dass die Zahl 2 mal 60 plus 4 ist, also 124, oder vielleicht 2 mal 3600 plus 4. Der Kontext war oft der einzige Hinweis. Erst Jahrhunderte später führten die Schreiber ein Platzhaltersymbol ein, meist 2 schräge Keile, um eine leere Stelle anzuzeigen, aber noch nicht das Konzept der 0 als eigenständige Zahl. Trotz dieser anfänglichen Unvollkommenheit war die Erfindung des Stellenwertprinzips ein Quantensprung im menschlichen Denken. Es war der Moment, in dem die Mathematik von einer reinen Aufzählung zu einer abstrakten Sprache der Muster und Beziehungen wurde. Stellen wir uns den Arbeitsplatz eines babylonischen Mathematikers vor.
Es ist kein stilles Kämmerlein mit Papier und Feder. Es ist eine geschäftige Werkstatt, erfüllt vom erdigen Geruch feuchten Tons. Das primäre Rechenwerkzeug war die Tontafel selbst. Für schnelle, vorübergehende Berechnungen benutzten die Schreiber oft kleine, handtellergroße Schmiertafeln. Hier konnten sie Zwischenschritte notieren, Multiplikationen durchführen oder Gleichungen lösen. War die Aufgabe erledigt oder ein Fehler gemacht, wurde die Oberfläche einfach mit einem feuchten Tuch geglättet und die Tafel war bereit für eine neue Berechnung. Dies war das wiederverwendbare Notizbuch der Antike. Doch die wahre Stärke des Systems lag nicht nur im spontanen Rechnen, sondern in der systematischen Vorbereitung. Die mesopotamischen Schreiber waren Meister der Tabellierung. Sie verstanden, dass komplexe Probleme oft in einfachere, wiederholbare Schritte zerlegt werden können. Anstatt jedes Mal das Rad neu zu erfinden, erschufen sie riesige Bibliotheken von Referenztafeln. Wir haben Tausende davon gefunden, Multiplikationstabellen, die weit über unser kleines Einmaleins hinausgingen, oft bis 59 mal 59. Noch wichtiger waren die Tafeln mit Kehrwerten. Da die Division in einem Stellenwertsystem umständlich ist, wandelten die Babylonier sie in eine Multiplikation um. Anstatt durch eine Zahl zu teilen, multiplizierten sie mit ihrem Kehrwert. Diese Kehrwerte lasen sie einfach von ihren vorbereiteten Tafeln ab. Es gab auch Tafeln für Quadratzahlen, Kubikzahlen, Quadrat- und Kubikwurzeln. Diese Sammlung von Tafeln war das Äquivalent eines modernen wissenschaftlichen Taschenrechners. Sie ermöglichten es einem geübten Schreiber, komplexe Berechnungen wie die Berechnung von Zinseszinsen über viele Jahre oder die Bestimmung von Flächen und Volumina für Bauprojekte mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit durchzuführen. Die Mathematik war hier keine rein theoretische Übung, sie war ein Handwerk, eine angewandte Wissenschaft, die auf soliden Werkzeugen und erprobten Techniken beruhte, die über Generationen von Schreibern verfeinert wurden. Warum aber diese seltsam anmutende Basis 60? Warum nicht die 10, die uns so natürlich erscheint, mit unseren 10 Fingern? Oder die 12, die in vielen alten Kulturen ebenfalls eine Rolle spielte? Die Antwort offenbart den wahren, verborgenen Geniestreich des sumerischen Systems, die unvergleichliche Eleganz der Teilbarkeit. Betrachten wir unsere Basis 10. Sie lässt sich nur durch 1, 2, 5 und 10 glatt teilen. Das führt zu Problemen, sobald wir mit einfachen Brüchen arbeiten. 1/3 wird zu einer unendlichen Dezimalzahl, 0,333, 1/6 ebenfalls. Dies sind alltägliche Teilungen, die in unserem System umständlich werden. Nun betrachten wir die Basis 60. Die Zahl 60 hat eine bemerkenswerte Anzahl von Teilern: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 und 60. Sie ist durch alle Zahlen von 1 bis 6 teilbar. Diese Eigenschaft ist keine mathematische Spielerei, sie ist von immenser praktischer Bedeutung. Für eine Gesellschaft, die Handel trieb, Land vermaß und den Himmel beobachtete, war die Fähigkeit, Mengen einfach und exakt zu teilen, von entscheidender Bedeutung. In der Basis 60 wird ein Halb zu einer sauberen 30, 1/3 ist 20, 1/4 ist 15, 1/5 ist 12 und 1/6 ist 10. All die unhandlichen, unendlichen Brüche unseres Dezimalsystems werden im Sexagesimalsystem zu einfachen, ganzen Zahlen. Diese Eigenschaft machte es zum perfekten Werkzeug für die Astronomie, wo der Kreis in 360 Grad geteilt wurde, 6 mal 60. Jedes Grad wurde in 60 Minuten unterteilt und jede Minute in 60 Sekunden. Es war perfekt für die Zeitmessung, was zur Unterteilung der Stunde in 60 Minuten und der Minute in 60 Sekunden führte. Die Wahl der Basis 60 war also kein Zufall und keine Marotte.
Es war eine bewusste, zutiefst pragmatische und intelligente Entscheidung, die auf einem tiefen Verständnis für die Natur der Zahlen und die Bedürfnisse der Zivilisation beruhte. Es war die Optimierung für eine Welt, in der das Teilen genauso wichtig war wie das Zählen. Guten Abend. Schließen Sie die Augen für einen Moment und stellen Sie sich den Nachthimmel über dem alten Mesopotamien vor. Weit entfernt von den Lichtglocken unserer modernen Städte war der Himmel dort eine Leinwand von unvorstellbarer Klarheit und Tiefe. Für die sumerischen Priester, die von den Stufen ihrer Zikkurate aus beobachteten, war dieses Firmament nicht nur schön, sondern auch eine Quelle der Ordnung, ein göttlicher Text, der darauf wartete, gelesen zu werden. Und der Schlüssel zu seiner Entzifferung war die Mathematik. Die Sumerer waren die ersten wahren Astronomen der Geschichte. Sie erkannten, dass die Bewegungen der Himmelskörper nicht willkürlich waren, sondern Mustern folgten, die man vorhersagen konnte. Mit ihrem Sexagesimalsystem schufen sie ein Werkzeug von ungeahnter Präzision, um diese Muster zu erfassen. Sie teilten den Himmel in Abschnitte ein und begannen die Pfade der Sonne, des Mondes und der 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten aufzuzeichnen. Diese Beobachtungen waren keine rein akademische Übung. Sie waren von existenzieller Bedeutung. Der Kalender, der auf den Mondphasen basierte, regelte die Zeit für religiöse Feste und, was noch wichtiger war, für die Aussaat und Ernte. Ein Fehler in der Berechnung konnte eine Hungersnot bedeuten. Über Jahrhunderte hinweg sammelten sie Daten auf Tontafeln, schufen die ersten Sternenkataloge und identifizierten Konstellationen, von denen einige die Vorläufer unserer heutigen Sternbilder sind. Sie bemerkten die Ekliptik, den scheinbaren Pfad der Sonne durch die Sterne im Laufe eines Jahres, und teilten ihn in 12 gleiche Abschnitte. Dies war die Geburtsstunde des Tierkreises. Jede Bewegung am Himmel wurde in Einheiten von 60 gemessen und aufgezeichnet. Die Position eines Sterns wurde nicht nur qualitativ beschrieben, sondern quantitativ erfasst. Dies war ein revolutionärer Schritt. Vom Mythos zur Messung, von der reinen Beobachtung zur mathematischen Astronomie. Die Zikkurat war mehr als nur ein Tempel. Sie war ein Observatorium, ein heiliger Ort, an dem sich Himmel und Erde berührten und die Sprache der Götter in die Zahlen der Menschen übersetzt wurde. Warum hat ein Kreis ausgerechnet 360 Grad? Diese scheinbar willkürliche Zahl ist kein Zufallsprodukt, sondern eines der tiefgreifendsten mathematischen Erbstücke der Sumerer. Es ist eine direkte Folge ihres Sexagesimalsystems und ihrer kosmologischen Weltanschauung. Betrachten wir die Logik dahinter. Die frühen Astronomen bemerkten, dass die Sonne etwa 360 Tage brauchte, um ihren Zyklus am Himmel zu vollenden und an dieselbe Position relativ zu den Fixsternen zurückzukehren. Es schien daher nur natürlich, diesen himmlischen Kreis, die Ekliptik, in eine entsprechende Anzahl von Einheiten zu unterteilen. Die Zahl 360 war jedoch nicht nur eine grobe Annäherung an die Tage eines Jahres. Sie war mathematisch brillant. Innerhalb des Sexagesimalsystems ist 360 eine außergewöhnlich elegante Zahl. Sie ist das Produkt von 6 mal 60. Noch wichtiger ist ihre hohe Teilbarkeit. 360 kann durch 24 Zahlen ohne Rest geteilt werden, darunter alle Zahlen von 1 bis 10 außer 7. Diese Eigenschaft machte sie für Berechnungen, für die Aufteilung von Land, Zeit und Raum unglaublich praktisch. Ein Kreis konnte mühelos in Hälften, Drittel, Viertel, Fünftel, Sechstel, Achtel und so weiter geteilt werden. Für die Sumerer war dies mehr als nur Geometrie. Es war ein Spiegelbild der göttlichen Ordnung. Der Kreis
symbolisierte die Vollkommenheit, den ewigen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Die Zahl 360 repräsentierte die Gesamtheit dieses kosmischen Zyklus. Indem sie den Kreis in 360 Grad unterteilten, schufen sie ein System, das die Struktur des Universums, wie sie es verstanden, widerspiegelte. Jedes Grad war ein kleiner Schritt auf der Reise der Sonne, ein winziger Baustein der kosmischen Ordnung. Diese Konzeption war so mächtig und nützlich, dass sie die Jahrtausende überdauerte. Von den Babyloniern über die Griechen bis hin zu den arabischen Gelehrten und schließlich in die moderne Welt wurde die 360-Grad-Einteilung des Kreises übernommen. Wenn heute ein Architekt einen Plan zeichnet, ein Navigator einen Kurs festlegt oder ein Astronom die Position eines Sterns bestimmt, verwenden sie alle unwissentlich die heilige Geometrie, die vor über 5000 Jahren am Fuße einer Zikkurat in Sumer entwickelt wurde. Wir haben gesehen, wie das Sexagesimalsystem den Raum ordnete, den Himmel kartierte und die Geometrie definierte. Doch seine vielleicht tiefgreifendste Anwendung fand es in der Dimension, die uns alle unaufhaltsam vorantreibt, der Zeit. Unsere moderne Uhr mit ihren 60 Minuten und 60 Sekunden ist ein direktes Echo der sumerischen Zivilisation. Wie kamen sie dazu, den Tag auf diese Weise zu unterteilen? Die Sumerer begannen, wie viele frühe Kulturen, mit der Beobachtung von Sonne und Mond. Der Tag wurde natürlich durch den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang strukturiert. Doch für eine komplexe Gesellschaft, die Tempelrituale, Arbeitszeiten und zivile Verwaltung koordinieren musste, war dies nicht präzise genug. Sie benötigten eine Möglichkeit, die Zeit auch bei bewölktem Himmel oder in der Nacht zu messen. Die Lösung war die Wasseruhr, die Klepsydra. In ihrer einfachsten Form war dies ein Gefäß mit einem kleinen Loch am Boden, aus dem Wasser in einem konstanten Rhythmus tropfte. Durch Markierungen an der Innenseite des Gefäßes konnte die vergangene Zeit abgelesen werden. Hier kam die Basis 60 ins Spiel. Die Sumerer und ihre Nachfolger, die Babylonier, teilten den lichten Tag in 12 gleiche Teile und die Nacht ebenfalls in 12 Teile. Dies führte zu unserem Konzept von 24 Stunden, wenn auch die Länge dieser frühen Stunden je nach Jahreszeit variierte. Der entscheidende Schritt war die weitere Unterteilung. Jede dieser Stunden wurde in 60 kleinere Einheiten aufgeteilt, was wir heute Minuten nennen. Und jede dieser Minuten wurde erneut in 60 noch kleinere Einheiten unterteilt. Unsere Sekunden. Warum 60? Aus denselben Gründen, aus denen sie es für den Kreis wählten. Seine herausragende Teilbarkeit. Eine Stunde konnte leicht in Hälften, Drittel, Viertel und so weiter geteilt werden, was für die Organisation des täglichen Lebens äußerst praktisch war. Diese Methode der Zeitmessung war eine abstrakte Meisterleistung. Sie löste die Zeit vom direkten Sonnenlicht und verwandelte sie in ein gleichmäßiges mathematisches Kontinuum. Wenn Sie heute auf Ihre Uhr schauen und sehen, wie der Sekundenzeiger seinen Kreis von 60 Schritten vollendet, erleben Sie einen Rhythmus, der vor Jahrtausenden in den Tempeln und Palästen Mesopotamiens etabliert wurde. Es ist die stille, tickende Präsenz einer fernen Zivilisation in unserem modernen Leben. Die Fähigkeit, den Himmel zu vermessen und die Zeit zu ordnen, war beeindruckend, doch die wahre Stärke des sumerischen Sexagesimalsystems zeigte sich im Alltag, in der stillen, aber unerbittlichen Arbeit der Bürokratie. Ein Reich wird nicht nur durch Heere zusammengehalten, sondern durch Listen, durch Register, durch Berechnungen. Und die Sumerer waren die Meister der Verwaltung. Stellen Sie sich einen sumerischen Schreiber vor,
der im Schatten eines Lagerhauses sitzt. Vor ihm liegen feuchte Tontafeln und ein Griffel. Seine Aufgabe ist es, die jährliche Getreideernte zu erfassen, die als Steuer an den Tempel oder den Palast abgeführt wird. Die Felder haben unregelmäßige Formen, die Erträge variieren. Mit dem Sexagesimalsystem konnte er komplexe Flächenberechnungen durchführen, das Volumen des geernteten Getreides in Silos standardisierter Größe berechnen und den Anteil bestimmen, der als Abgabe geschuldet wurde. Alles wurde akribisch in Keilschrift festgehalten. Das System war auch das Rückgrat des Handels. Gewichte und Maße basierten auf der Zahl 60. Die Grundeinheit des Gewichts war die Mina, die in 60 Schekel unterteilt wurde. Dies ermöglichte einen fairen und standardisierten Handel über weite Entfernungen. Ein Händler in Ur konnte sicher sein, dass eine Mina Silber in Eridu dasselbe wog. Diese Verlässlichkeit schuf Vertrauen und förderte die wirtschaftliche Entwicklung. Vielleicht am wichtigsten war die Anwendung in der Landvermessung. Die Flüsse Tigris und Euphrat brachten fruchtbaren Schlamm, aber ihre jährlichen Überschwemmungen verwischten auch die Grenzen der Felder. Nach jeder Flut mussten die Ländereien neu vermessen und zugeteilt werden. Dies war eine Aufgabe, die höchste Präzision erforderte, um Streitigkeiten zu vermeiden. Sumerische Vermesser nutzten ihre Kenntnisse der Geometrie, Winkel, Flächen, Volumen, die alle auf dem 360-Grad-Kreis und der Basis 60 beruhten, um die Ordnung wiederherzustellen. Die Tontafeln, die wir heute finden, sind voll von diesen alltäglichen Berechnungen. Lohnlisten, Inventare, Kaufverträge, Steuerquittungen. Sie sind vielleicht weniger poetisch als Mythen, aber sie zeugen von einer hochorganisierten Gesellschaft, deren Fundament nicht aus Stein, sondern aus Zahlen bestand. Das Sexagesimalsystem war kein abstraktes Konzept für Gelehrte. Es war der Motor, der das erste Imperium der Welt am Laufen hielt. Schließen Sie die Augen und lauschen Sie. Hören Sie das leise, rhythmische Kratzen und Klicken? Es ist der Klang von Schilfrohrgriffeln auf feuchtem Ton. Wir befinden uns in der Eduba, dem Haus der Tafeln, dem Herzen der sumerischen Gelehrsamkeit. Dies ist kein Ort lauter Rufe, sondern konzentrierter Stille, nur unterbrochen vom Murmeln der Schüler und der strengen Stimme des Ummia, des Meisters. Hier, in diesen sonnengetrockneten Lehmziegelbauten, wurde die Zukunft Mesopotamiens geformt. Die Ausbildung war lang, hart und alles andere als universell. Sie war das Privileg der Söhne von Eliten, Gouverneuren, Priestern, hohen Beamten. Ein Tag in der Eduba begann bei Sonnenaufgang und endete bei Sonnenuntergang. Die Disziplin war eisern. Fehler wurden mit dem Stock bestraft, wie es uns die sogenannten Schultagetexte überliefern. Doch was hier gelehrt wurde, war weit mehr als nur das mühsame Einprägen hunderter Keilschriftzeichen. Die Eduba war die erste uns bekannte formale Bildungseinrichtung der Welt. Die Schüler lernten zunächst die Grundlagen, wie man den Ton zu einer perfekten Tafel formt, wie man den Griffel hält. Dann kopierten sie Listen über Listen, Götternamen, Tierarten, Berufe, geografische Orte. Diese Listen waren nicht nur Vokabeltraining, sie waren eine Methode, die Welt zu kategorisieren, zu ordnen und zu verstehen. Und inmitten dieser sprachlichen Übungen erwachte die Mathematik zum Leben. Die fortgeschrittenen Schüler rangen mit Problemen, die uns heute noch Respekt abnötigen. Sie berechneten Flächen von unregelmäßigen Feldern, um Ernten und Steuern zu bestimmen. Sie kalkulierten das Volumen von Zikkurats und Kanälen. Sie lösten quadratische Gleichungen, lange bevor die Griechen diesen Begriff prägen sollten.
Die Tafeln, die wir aus Orten wie Nippur geborgen haben, sind unsere Fenster in diese Welt. Sie zeigen uns nicht nur die fertigen Lösungen, sondern auch die Übungsversuche, die korrigierten Fehler. Sie sind Zeugnisse des menschlichen Ringens um Wissen. In der staubigen Luft der Eduba wurde nicht nur geschrieben, es wurde gedacht. Hier wurde das Fundament für eine Zivilisation gelegt, die ihre Welt nicht nur mythisch, sondern auch mathematisch begreifen wollte. Für die Sumerer waren Zahlen niemals nur kalte, abstrakte Werkzeuge. Sie waren durchdrungen von Bedeutung, von einer tiefen Verbindung zum Kosmos und zum Göttlichen. In ihrer Weltanschauung waren Mathematik und Mythologie keine getrennten Sphären, sondern zwei Seiten derselben Tontafel. Jede Zahl besaß eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Gewicht im großen Gefüge der Schöpfung. Das Sexagesimalsystem selbst spiegelte diese kosmische Ordnung wider. Die Zahl 60, die Basis ihres Systems, war heilig. Sie war die Zahl des höchsten Gottes des Pantheons, An, des Gottes des Himmels. Seine Domäne war das Firmament, das sich in berechenbaren, zyklischen Mustern bewegte. So wurde die Zahl 60 zum Symbol für Vollkommenheit, für einen abgeschlossenen Zyklus, für die himmlische Ordnung selbst. Andere Zahlen trugen ebenfalls göttliche Signaturen. Die 50 war Enlil, dem Gott des Windes und der Erde, zugeordnet. Die 40 gehörte Ea, dem Gott der Weisheit und des Süßwasserabgrunds. Selbst die Planeten, die als umherziehende Götter angesehen wurden, waren mit Zahlen verbunden. Diese Zahlenmystik war kein triviales Spiel. Sie war ein Versuch, die Struktur des Universums zu entschlüsseln und den Willen der Götter zu verstehen. Wenn ein Priester-Astronom die Bewegung der Venus am Himmel verfolgte und ihre Zyklen in numerische Tabellen fasste, war das sowohl ein Akt der Wissenschaft als auch ein Akt der Weissagung. Die Regelmäßigkeiten, die er entdeckte, waren für ihn göttliche Botschaften in der Sprache der Mathematik verfasst. Die Architektur ihrer heiligen Stätten, der Zikkurats, war ebenfalls von dieser Zahlenlogik geprägt. Die Anzahl der Stufen, die Abmessungen der Plattformen, nichts davon war zufällig. Es spiegelte ein Verständnis von Proportionen und Verhältnissen wider, das als Abbild der himmlischen Harmonie auf Erden dienen sollte. So verschmolzen in der sumerischen Kultur das Zählen von Getreidesäcken und das Beobachten der Sterne zu einem einzigen, großen Unterfangen. Dem Versuch, Ordnung im Chaos zu finden, sei es im Chaos einer Überschwemmung oder im unendlichen Chaos des Nachthimmels. Die Mathematik war ihr Kompass in einer Welt, die von mächtigen, unsichtbaren Kräften regiert wurde. Die Errungenschaften der Sumerer sind so tiefgreifend, dass sie fast zwangsläufig zu Spekulationen einladen, die weit über die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis hinausgehen. In unserer modernen Welt, die nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen sucht, werden antike Kulturen oft zu Projektionsflächen für fantastische Theorien. Die sumerische Mathematik und Astronomie bilden da keine Ausnahme. Es ist verlockend, in den komplexen Berechnungen und den astronomischen Aufzeichnungen Beweise für verlorenes Wissen oder gar für außerirdische Einflüsse zu sehen. Doch eine solche Sichtweise tut den Sumerern Unrecht. Sie raubt ihnen ihre eigentliche Genialität. Die Wahrheit, die in den Tontafeln selbst liegt, ist weitaus faszinierender als jede Fiktion. Wenn wir eine Tafel sehen, die den 8-Jahres-Zyklus der Venus beschreibt, ist das kein Beweis für fortschrittliche Teleskope oder übernatürliches Wissen. Es ist der Beweis für etwas viel Erstaunlicheres: die unendliche Geduld und die scharfe Beobachtungsgabe von Generationen von Himmelsbeobachtern, die Nacht für Nacht mit bloßem Auge den Himmel absuchten und ihre Ergebnisse
akribisch festhielten. Ihre Mathematik war nicht das Geschenk einer fernen Zivilisation. Sie war das Ergebnis menschlicher Notwendigkeit und menschlicher Neugier. Sie entstand aus dem Bedürfnis, Felder zu vermessen, Ernten zu verwalten und den Kalender zu bestimmen. Die Interpretation von Keilschrifttexten ist ein mühsamer, disziplinierter Prozess. Jeder Gelehrte, der sein Leben dieser Aufgabe widmet, weiß um die Fallstricke von Mehrdeutigkeiten und lückenhaften Quellen. Eine nüchterne wissenschaftliche Herangehensweise verlangt, dass wir Theorien auf der Grundlage von Beweisen bilden, nicht umgekehrt. Wir müssen die Kultur aus sich selbst heraus verstehen, in ihrem eigenen Kontext. Die Sumerer brauchen keinen Sensationalismus, um beeindruckend zu sein. Ihr wahres Vermächtnis liegt nicht in angeblichen Geheimnissen über ferne Planeten, sondern in der Entwicklung des ersten Schriftsystems, der ersten Gesetze, der ersten Städte und in der Schaffung eines mathematischen Systems von solcher Eleganz und Kraft, dass seine Echos uns noch heute, in jeder Minute und jeder Stunde unseres Lebens begleiten. Keine Kultur existiert im luftleeren Raum. Ideen sind wie Samen, die vom Wind der Zeit über die Grenzen von Imperien und Epochen hinweggetragen werden. Das intellektuelle Feuer, das die Sumerer entzündet hatten, erlosch nicht mit dem Versinken ihrer letzten Städte im Sand. Es wurde von ihren Nachfolgern aufgenommen, gehütet und zu einer noch größeren Flamme angefacht. Die ersten Erben waren die Akkader und später die Babylonier, semitische Völker, die die sumerische Kultur zutiefst bewunderten und assimilierten. Sie übernahmen die Keilschrift und passten sie an ihre eigene Sprache an. Und entscheidend für unsere Geschichte: Sie erkannten den unschätzbaren Wert des Sexagesimalsystems. In den Händen babylonischer Mathematiker und Astronomen erreichte dieses System seinen Höhepunkt. Sie entwickelten die Positionsnotation weiter, was komplexe Berechnungen ungleich einfacher machte. Die Babylonier schufen riesige Tabellenwerke für Multiplikation, Division und Quadratwurzeln. Ihre astronomischen Tagebücher, die über Jahrhunderte geführt wurden, sind Meisterwerke der empirischen Wissenschaft und wären ohne das flexible, sumerische Zahlensystem undenkbar gewesen. Doch die Reise dieses Wissens endete nicht an den Ufern des Euphrat. Als das Persische Reich und später Alexander der Große Mesopotamien eroberten, öffnete sich ein Kanal für den Ideentransfer nach Westen. Griechische Gelehrte, die nach den ältesten Quellen der Weisheit suchten, kamen in Kontakt mit dem babylonischen Erbe. Astronomen wie Hipparchos und später Claudius Ptolemäus im hellenistischen Ägypten waren tief von der babylonischen Astronomie beeinflusst. Sie übernahmen nicht das gesamte System für den Alltag, aber für ihre wissenschaftlichen Berechnungen erkannten sie die Überlegenheit der Basis 60. Ptolemäus verwendete in seinem berühmten Werk, dem Almagest, das die Astronomie für über 1400 Jahre dominieren sollte, konsequent das Sexagesimalsystem zur Unterteilung des Kreises in 360 Grad und jedes Grades in 60 Minuten und 60 Sekunden. Über die arabischen Gelehrten des Mittelalters, die die griechischen Texte bewahrten und kommentierten, gelangte dieses Erbe schließlich ins wiedererwachende Europa der Renaissance. So spannt sich ein ununterbrochener Faden von den Schreibern in Uruk bis zu den Uhrmachern in Genf. Ein stilles, aber machtvolles Zeugnis dafür, wie eine brillante Idee die Zivilisationen überdauern kann. In den stillen, klimatisierten Hallen der Columbia-Universität in New York liegt ein unscheinbares Stück Ton, kaum größer als ein modernes Smartphone.
Es trägt die Katalognummer 322 und ist nach seinem ehemaligen Besitzer, dem Verleger George Arthur Plimpton, benannt. Auf den ersten Blick ist es nur eine weitere von Tausenden von Keilschrifttafeln, eine trockene Tabelle mit Zahlen, in Spalten angeordnet, einige Teile durch die Jahrtausende abgebrochen. Doch Plimpton 322 ist vielleicht die berühmteste einzelne mathematische Tontafel der Welt, ein Fenster in die erstaunliche Abstraktionsfähigkeit der babylonischen Gelehrten, die das sumerische Erbe weiterführten. Die Tafel stammt aus der Zeit um 800 vor Christus. Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts erkannten Mathematikhistoriker, was sie wirklich vor sich hatten. Dies war keine Buchhaltungstafel für Getreidesäcke oder Vieh. Es war eine Liste von Zahlen, die wir heute als pythagoreische Tripel kennen, jene drei ganzen Zahlen a, b und c, für die die Gleichung a2 plus b2 rc2 gilt, die Grundlage für jedes rechtwinklige Dreieck. Das Erstaunliche daran ist nicht nur, dass diese Schreiber solche Zahlensätze kannten, sondern dass sie dies mehr als 1000 Jahre vor Pythagoras taten, dem griechischen Gelehrten, nach dem der Satz heute benannt ist. Die Tafel listet nicht nur ein paar einfache Beispiele wie 3, 4, 5 auf. Sie enthält komplexe Tripel mit sehr großen Zahlen, systematisch generiert. Dies widerlegt die Vorstellung, dass die mesopotamische Mathematik rein praktisch und rezeptbasiert war. Hier sehen wir den Beweis für ein tiefes theoretisches Verständnis von Zahleneigenschaften. Wofür aber wurde eine solche Tafel verwendet? Die Debatte darüber dauert an. War es eine Übungsaufgabe für angehende Schreiber, um ihre rechnerischen Fähigkeiten zu schärfen? War es eine Art Nachschlagewerk für Architekten und Landvermesser, die präzise rechte Winkel für den Bau von Tempeln und die Abgrenzung von Feldern benötigten? Neuere Forschungen deuten sogar darauf hin, dass es sich um eine frühe Form einer trigonometrischen Tabelle handeln könnte, die auf Verhältnissen statt auf Winkeln basiert. Plimpton 322 bleibt ein stiller Monolith des prähistorischen Intellekts. Es stellt keine Fragen und gibt keine endgültigen Antworten. Es zeigt uns lediglich, dass der menschliche Geist schon vor fast 4000 Jahren in der Lage war, die verborgene Harmonie der Zahlen zu erkennen und ihre eleganten Muster in den ewigen Ton zu ritzen. Es ist ein fast unbewusster Teil unseres täglichen Lebens. Wir werfen einen Blick auf die Uhr, um die Zeit zu überprüfen. Wir navigieren mit GPS, das unsere Position in Grad, Minuten und Sekunden angibt. Wir teilen ein Jahr in Monate und Tage ein. In all diesen alltäglichen Handlungen, ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden, denken und rechnen wir wie die alten Sumerer. Das Sexagesimalsystem, die Basis 60, ist das vielleicht beständigste intellektuelle Erbe, das uns aus der antiken Welt erreicht hat. Während Zahlensysteme wie die römischen Ziffern heute nur noch dekorativen oder zeremoniellen Zwecken dienen, ist das sumerische System tief in die Struktur unserer modernen Zivilisation eingewoben. Der Grund für sein Überleben liegt in seiner schieren mathematischen Eleganz und Nützlichkeit. Die Zahl 60 ist eine sogenannte hoch zusammengesetzte Zahl. Sie hat eine bemerkenswerte Anzahl von Teilern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 und 60. Diese Eigenschaft machte sie für eine Gesellschaft ohne einfache Bruchschreibweise unglaublich praktisch. Man konnte Mengen, Zeit oder Landbesitz leicht in Hälften, Drittel, Viertel, Fünftel und Sechstel aufteilen, ohne auf umständliche Restbeträge zu stoßen. Dieses System wurde von den Babyloniern übernommen und für ihre hochentwickelte Astronomie perfektioniert. Als die griechischen Astronomen wie Hipparch und später Ptolemäus ihre eigenen Himmelsbeobachtungen machten,
übernahmen sie die babylonische Methode zur Messung von Winkeln und Zeit, weil sie einfach überlegen war. Sie teilten den Kreis in 360 Grad und jedes Grad in 60 Minuten und jede Minute in 60 Sekunden. Durch die Werke von Ptolemäus, insbesondere seinen Almagest, wurde dieses System zum Standard in der gesamten wissenschaftlichen Welt, von der islamischen Goldenen Ära bis zur europäischen Renaissance und darüber hinaus. So kommt es, dass wir heute, in einer Welt von Binärcode und Dezimalsystemen, immer noch diesen geistigen Faden halten, der uns direkt mit einem Schreiber in Uruk vor 5000 Jahren verbindet. Jedes Ticken einer Uhr ist ein leises Echo aus den Schilffeldern Mesopotamiens. Eine Erinnerung daran, dass manche Ideen so gut sind, dass sie Imperien überdauern und die Zeit selbst definieren. So viel wir auch über die sumerische und babylonische Mathematik wissen, unser Wissen ist lückenhaft, zusammengesetzt aus den Fragmenten, die die Zeit uns überlassen hat. Hinter jedem entschlüsselten Text verbergen sich tiefere Fragen, die uns daran erinnern, wie viel wir noch nicht verstehen. Das größte dieser Mysterien ist vielleicht das grundlegendste. Warum genau die Basis 60? Die hohe Teilbarkeit ist eine überzeugende mathematische Erklärung. Aber war sie die einzige? Wir haben keine Tafel, auf der ein sumerischer Gelehrter die philosophischen oder praktischen Gründe für diese Wahl darlegt. Einige Theorien deuten auf eine Verschmelzung zweier früherer Völker hin, von denen eines ein Dezimalsystem und das andere ein Duodezimalsystem verwendete. Andere sehen einen astronomischen Ursprung, der möglicherweise mit einem Kalender zusammenhängt, der das Jahr in 360 Tage einteilte. Doch dies alles bleibt fundierte Spekulation. Wir kennen das Wie, aber das Warum entzieht sich uns weiterhin. Darüber hinaus ist das, was wir kennen, nur die Spitze eines riesigen, verborgenen Eisbergs. In den Archiven von Museen auf der ganzen Welt, im Louvre, im Britischen Museum, in Berlin und Istanbul, lagern Hunderttausende von Keilschrifttafeln. Die überwiegende Mehrheit davon sind alltägliche Verwaltungsdokumente, Quittungen, Verträge, Inventarlisten. Doch zwischen ihnen verbergen sich zweifellos weitere mathematische, astronomische und literarische Texte, die noch nie übersetzt, oft nicht einmal katalogisiert wurden. Jeder dieser unberührten Tonträger könnte unser Verständnis revolutionieren. Vielleicht gibt es Tafeln, die die Ursprünge der Basis 60 erklären. Vielleicht gibt es fortgeschrittenere mathematische Konzepte, die wir den Mesopotamiern noch nicht zutrauen. Das wahre Mysterium Sumers liegt nicht in fantastischen Theorien über außerirdische Besucher. Es liegt in der stillen, geduldigen Existenz dieser Tontafeln, die in den dunklen Schubladen der Museen auf ihre Entschlüsselung warten. Es ist das Mysterium des unerschlossenen Wissens, der Stimmen, die seit Jahrtausenden schweigen und nur darauf warten, dass jemand lernt, ihre in Ton gebrannte Sprache wieder zu lesen und zu verstehen. Wenn wir heute auf die verwehten Ruinen von Uruk oder Ur blicken, sehen wir die Überreste einer Zivilisation, die vom Sand der Zeit fast vollständig verschluckt wurde. Die mächtigen Könige, die Priesterinnen und Priester, die geschäftigen Händler und die genialen Schreiber sind längst zu Staub zerfallen. Ihre Sprache wird nur noch von einer Handvoll Gelehrter verstanden. Ihre Götter werden nicht mehr verehrt. Die Stille, die über diesen Orten liegt, ist die Stille der Ewigkeit, tief und endgültig. Und doch ist diese Stille nicht vollkommen, denn in ihr schwingt ein Echo, ein intellektueller Nachhall, der lauter ist als der Lärm jedes gefallenen Imperiums. Es ist das Vermächtnis einer Idee, die Erkenntnis,
dass die Welt geordnet werden kann, dass das Chaos durch Zahlen und Systeme gebändigt werden kann. Von den einfachen Zählmarken, die eine Ernte repräsentierten, bis hin zur abstrakten Schönheit von Plimpton 322 haben wir eine Reise des menschlichen Geistes verfolgt, den allerersten Versuch, die Welt nicht nur zu bewohnen, sondern sie zu verstehen und zu vermessen. Das sumerische Erbe lehrt uns eine tiefgreifende Lektion über die Natur der Geschichte. Materielle Macht ist vergänglich. Ziggurats zerfallen, Stadtmauern bröckeln, Gold wird gestohlen. Aber eine elegante, nützliche Idee kann eine unsterbliche Qualität erlangen. Sie kann von Kultur zu Kultur weitergegeben werden, sich anpassen, weiterentwickeln und zum unsichtbaren Fundament werden, auf dem spätere Zivilisationen aufbauen. Das Sexagesimalsystem ist ein solcher Gedanke. Es ist ein Denkmal, nicht aus Stein oder Lehmziegeln, sondern aus reiner Logik. Es ist der Beweis dafür, dass die tiefsten und dauerhaftesten Beiträge einer Kultur nicht immer ihre Schlachten oder ihre Könige sind, sondern die stillen Momente der Einsicht, in denen ein anonymer Denker auf eine Tontafel blickt und ein Muster im Universum erkennt. Die Sumerer sind verschwunden, aber sie haben uns die Werkzeuge hinterlassen, um die Zeit zu messen, die Sterne zu kartieren und die Welt zu teilen. In der Stille der Ewigkeit ist dies ihr unvergängliches Flüstern an uns.